Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. In der kleinen Freizeitparkreihe „Hast du das gewusst?" geht es heute um eine Attraktion im Phantasialand in Brühl, die es schon seit über 10 Jahren nicht mehr gibt, die aber zu den interessantesten Fahrgeschäften gehört. Der Phantasialand-Jet. Das ist der Phantasialand-Jet. Im letzten Video hatte ich etwas über die Entstehungsgeschichte der Einschienenbahn EP-Express im Europapark erzählt. Den Link zum Video findet ihr in der Beschreibung. In dem Video habe ich die Vorgeschichte der Monorail, nämlich ihre Entstehung und Entwicklung in Köln und welche Bedeutung Walt Disney für die Monorail hat, nur kurz erwähnt. Das will ich in diesem Video etwas ausführlicher tun. Wenn euch diese Punkte nicht interessieren, in der Beschreibung gibt es ein Inhaltsverzeichnis, da könnt ihr gleich auf das Kapitel Phantasialand vorspringen. Seit 2010 fährt im Phantasialand der Würmling-Express, eine Einschienenbahn, bei der niemand auf die Idee käme, sie wäre auch als Transportmittel außerhalb des Parks geeignet. Anders war da der Phantasialand-Jet. Die Einschienenbahn fuhr von 1974 bis 2008 im Park und war damals die erste richtige Monorail, die in einem deutschen Freizeitpark fuhr. Züge auf einer Schiene statt auf zwei fahren zu lassen, daran haben Erfinder und Unternehmen schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts gebastelt, getestet und geforscht. Viele Ideen, Projekte und Versuche gab es, fast alle scheiterten. Einen Durchbruch gab es um 1900. Da wurde in Wuppertal die Wuppertaler Schwebebahn gebaut. Diese Hochbahn mit hängenden Wagen ist bis heute in Betrieb. Erfinder war übrigens Eugen Langen, einer der Chefs der Zuckerfabrik Pfeiffer und Langen aus Köln. In den USA versuchte man Anfang der 50er Jahre, das Problem des zunehmenden Autoverkehrs in den Städten zu lösen. John Hastings, ein ehemaliger Senator des Staates New York, ein Verkehrsexperte, plante einen Monorail in New York, aber 900 Millionen Dollar Baukosten waren den New Yorkern dann zu viel. Hastings wandte sich an Axel Lennart Wenner-Gren. Der Schwede lebte damals in den USA. Er galt als einer der reichsten Männer der Welt. Er hatte einen Staubsauger erfunden, war Chef des Weltkonzerns Electrolux, ihm gehörten Anteile an einer Rüstungsfirma und ihm gehörte eine Eisenhütte im Ruhrgebiet. Wenner-Gren übernahm die Finanzierung des Monorail-Projekts. Hastings waren Monorail-Pläne in die Hand gefallen, die amerikanische Patentsucher in Deutschland gefunden hatten. 2 deutsche Eisenbahningenieure übernahmen die Federführung beim Projekt: Dr. Josef Hinsken und Georg Holzer. Die Produktion musste in Deutschland stattfinden, denn aufgrund der damaligen Gesetze durfte Wenner-Gren sein Geld nur innerhalb der deutschen Grenzen ausgeben. In Köln-Fühlingen pachtete man ein Versuchsfeld und in der Kölner Innenstadt ein Bürohaus, gründete 1951 die Verkehrsbahn-Studiengesellschaft. Der Name des Einschienenbahnprojekts: Alwigbahn. Der Name setzt sich aus den Initialen des Finanziers zusammen: Axel Lennart Wenner-Gren. Auf dem Versuchsfeld baute man eine erste Erprobungsstrecke. Das erste Modell der neuen Alwigbahn wurde im Maßstab 1:2,5 gebaut. Die Strecke war ein Oval, war 1,7 Kilometer lang. Die Bahn fuhr auf Gummirädern, fuhr auf einem schmalen Laufbalken aus Eisenbeton. Angetrieben wurde sie von Elektromotoren. Die Bahn sollte irgendwann mal 300 Stundenkilometer schnell fahren. 1952 gab es die erste öffentliche Versuchsfahrt. Dann nahm man den Bau einer zweiten Versuchsstrecke in Angriff, diesmal in Originalgröße. 1957 gebaut, war sie 2 Kilometer lang und gerade. Sie hatte auch einen Bahnhof, Fahrzeughalle und einen Kontrollturm. Viele Gäste, vor allem aus dem Ausland, kamen nach Köln-Fühlingen zu den Testfahrten. Man zeigte sich von der Bahn begeistert, aber keine Stadtverwaltung wollte das Risiko übernehmen, als erster eine Strecke der Alwigbahn zu kaufen. Ein entscheidender Impuls kam 1957/58 aus den USA. 1955 hatte Walt Disney in Anaheim das Disneyland eröffnet. Der Freizeitpark hatte mehrere Themenbereiche, einer davon war das Tomorrowland, das Land der Zukunft. Walt Disney nämlich war ein großer Freund von Zukunftsvisionen. Geplant war im Tomorrowland schon vor der Eröffnung eine Einschienenbahn, allerdings mit hängenden Wagen. Walt Disney und seine Frau waren Anfang der 50er Jahre mal mit der Wuppertaler Schwebebahn gefahren. Das hatte ihnen aber nicht gefallen, man legte also die Pläne einer Einschienenbahn auf Eis. Stattdessen baute man den sogenannten Viewliner im Disneyland. Die Attraktion nannte man den schnellsten Miniaturzug der Welt. Wie Walt Disney und Alweg zusammenkamen, darüber gibt es mehrere Versionen. Eine erzählt, dass Disney und seine Frau 1957 auf einer Europareise waren und Disney zufällig bei einer Autofahrt die Alwigbahn sah.
Das scheint mir aber sehr unwahrscheinlich. Joe Fowler, Bauleiter für das gesamte Disneyland-Projekt und danach Generalmanager des Parks, war 1958 in Brüssel bei der Weltausstellung Expo 58. Dort wurde der von der Disney Company produzierte Film America the Beautiful gezeigt. Joe Fowler überwachte die Arbeiten im Pavillon und hatte gleichzeitig den Auftrag, in Europa Ideen für den Park zu sammeln. Es war Foley, der Walt Disney die Alweg-Bahn vorschlug. Das jedenfalls erzählt er selbst im Buch The Disneyland Inside Story aus dem Jahre 1987. Walt Disney war im Sommer 1958 wegen der Filmfestspiele in Berlin. Von dort reiste er weiter nach Brüssel zur Weltausstellung. Auf dem Weg dorthin muss er zwangsläufig durch Köln gekommen sein. Jedenfalls kamen Disney und Alweg überein. Disney erwarb die Rechte zum Bau des Monorails im Disneyland. In Disneyland federführend für die Technik wurde nun Roger Edward Brugge, ein Disney-Imagineer. Federführend beim Design der Bahn war Imagineer Bob Gurr. Die Disney-Imagineers entwarfen 1958 gemeinsam mit den Mitarbeitern von Alweg einen Grundplan für den Bau der Anlage. Die Züge gebaut wurden in den Disney-Studios in Burbank. Die Alweg und die Disney-Ingenieure waren beim Bau oft unterschiedlicher Meinung. Weder Bob Gurrs Wagendesign, es war den Kölnern zu futuristisch, noch die Streckenführung gefiel ihnen. Die Kölner wollten ein Oval bauen, damit die Alwegbahn auch schnell fahren konnte. Disney bevorzugte eine kurvenreiche Strecke durch den Park und langsam fahrende Züge. Im Juni 1959 wurde dann die Disneyland Monorail eröffnet. Ihr Name Disneyland Alweg Monorail. Die Länge der Strecke betrug 1,3 Kilometer und führte durch das Tomorrowland. 1961 wurde die Strecke dann erweitert, damit die Monorail den Disney-Park verlassen und am Disneyland Hotel anhalten konnte. Die Strecke war jetzt 4 Kilometer lang und ist bis heute in Betrieb. Disney war überzeugt von der Zukunft des Monorails, nicht nur für Disneyland, sondern auch für kommunale Verkehrssysteme im Allgemeinen. Disney beschäftigte sich weiterhin intensiv mit der Zukunft. In Florida plante er Eggbot, die Stadt der Zukunft, eine Modellstadt für 20.000 Einwohner. Sie sollte gleich neben dem neuen Freizeitpark liegen. Der Verkehr sollte oberhalb der Stadt nur über Monorails und sogenannte People Mover laufen. Der Autoverkehr würde komplett in den Untergrund mit 2 Etagen verlagert. Walt Disneys Version der Stadt wurde nie verwirklicht. Das Projekt war finanziell nicht zu stemmen und er selbst starb kurz nach Vorstellung des Projekts. Stattdessen entstand in Florida das Walt Disney World Resort mit den verschiedenen Themenparks sowie 23 Hotels. Und hier gibt es seit 1971 das Walt Disney World Monorail System. 12 Einschienenbahnen auf 3 Linien fahren hier. Die Walt Disney World Monorail erstreckt sich über 23,7 Kilometer und jedes Jahr fahren fast 50 Millionen Disney-Gäste mit der Monorail, die Parks, Parkplätze und Hotels miteinander verbindet. Das Ende für das Unternehmen Alweg kam 1961 mit dem Tod von Firmenchef Axel Lennart Wennergren. Die Firma Krupp wurde nun zum neuen Alweg-Eigner. Krupp schloss Lizenzverträge mit der japanischen Firma Hitachi und mit der Disney Company, die ihren Monorail von Bombardier Transportation bis heute weiterentwickeln lassen. Einige Alwegbahnen wurden in anderen Ländern gebaut. In Turin 1961 zur Ausstellung Italia 61. Entworfen wurde der Zug von der Alweg GmbH in Köln. Nach der Ausstellung bauten die Italiener die Bahn wieder ab. Hitachi baute mehrere asiatische Alwegbahnen, unter anderem in Tokio 1964 anlässlich der Olympischen Sommerspiele. In Seattle in den USA fährt seit 1962 die Seattle Center Monorail und auch in Las Vegas fährt seit 2004 eine auf dem Alweg-Konzept basierende Einschienenbahn. In Alwegs Heimatstadt Köln dagegen geriet das Alweg-Konzept in Vergessenheit. Außer Walt Disney und dem Disney-Konzern sahen auch die deutschen Freizeitpark-Chefs Löffelhardt-Schmidt den Vorteil der Monorails nach dem Alweg-Konzept als Verkehrsmittel und nutzten die Einschienenbahn, nämlich im Phantasialand. Die Einschienenbahn Phantasialand hat Anton Schwarzkopf konstruiert. Bekannt ist Schwarzkopf eigentlich als phänomenaler Achterbahnbauer. Er hat aber auch andere Fahrgeschäfte im Programm. Hier die früher sehr bekannte Bayer-Kurve. Phantasialand-Gründer Gottlieb Löffelhardt kam selbst aus einer sehr bekannten Schaustellerfamilie, betrieb selbst Fahrgeschäfte. Nach einigen Umbauten und Reparaturen an Löffelhardts Geisterbahnen durch die Firma Schwarzkopf ermutigte Löffelhardt Anfang der 50er Jahre Anton Schwarzkopf, selbst Fahrgeschäfte zu konstruieren, erzählte der Phantasialand-Gründer mal in einem Interview. 1954 begannen die Planungen für das Fahrgeschäft Düsenspirale für Löffelhardt.
Löffelhardt stand 1957 mit dieser ersten Schwarzkopfachterbahn auf dem Münchner Oktoberfest. Bis 1960 betrieb er diese Achterbahn. Durch die langjährige Freundschaft zwischen Schwarzkopf und Löffelhardt entstand dann auch die erste Stahlachterbahn im Phantasialand und noch weitere Fahrgeschäfte von Schwarzkopf, wie zum Beispiel die Gondelbahn 1001 Nacht, die Geisterrikscha, Silbermine und eben der Phantasialand-Jet. Am Anfang planten Schmidt-Löffelhardt, den Monorail auch als Transportmittel für Fahrgäste einzusetzen. Disneyland war hier das Vorbild. Sie planten angeblich eine Strecke vom Brühler Hauptbahnhof zum Phantasialand, ca. 6 Kilometer lang. Gescheitert ist die Idee an den Einwänden der Brühler, heißt es. Man befürchtete, dass die Einschienenbahn den Blick auf das Schloss Augustusburg, das touristische Highlight der Stadt, stören oder zu stark verändern könnte. Schwarzkopf warb in Katalogen mit dem Phantasialand-Jet um Kunden für weitere Monorails. Seit 1978 fährt im belgischen Bobbejaanland eine Schwarzkopf-Monorail. Das ist allerdings keine echte Schwarzkopfbahn. Die Originalbahn, die fuhr bei Ausstellungen und wurde vom Freizeitpark gekauft, von Schwarzkopf dann modifiziert, das heißt umgebaut. Genauso verhält es sich auch mit der Schwarzkopf-Monorail, die seit 1978 im Freizeitpark Schlackharen fährt. Wir fahren jetzt ein Stück mit dem Phantasialand-Jet mit. Machen Sie darauf aufmerksam, Rauchen, Essen und Trinken ist an Bord nicht gestattet. Zu unserer rechten Seite haben wir jetzt Silver City, die Westernstadt im Phantasialand, mit Sheriff Office, Kirche, Western Derby. Wir fahren dabei jetzt mal durch den sogenannten Urzeittunnel. Das war in der Silbermine. Im oberen Stockwerk, da war ein Tunnel, da fuhr die Einschienenbahn durch. Im Phantasialand-Jet bestand die Fahrschiene aus einem Tragrohr, an dessen Seiten L-Profile angebracht waren. Das war die Fahrbahn. Die 3 Züge, ab 2001 fuhren nur noch 2 Züge, hatten luftgefüllte Gummireifen, waren 27 Meter lang, hatten Elektromotoren. Die Streckenlänge war 1000 Meter, die Geschwindigkeit der Züge war 20 Stundenkilometer. Das war's dann von der Alwigbahn aus dem Disneyland und aus dem Phantasialand. In diesem Sinn, tschüss.